Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Ja, wir sind hier im Renaissance Hotel im Arboretum im Norden von Austin und wir gehen zur... Wie heißt das gleich? Zur Franchise Fair. Ja, wir sind noch ein bisschen verwirrt, aber wir gehen mal rein und gucken uns um. 250 Anbieter sollen hier sein und wir gucken mal, dass wir ein paar interessante Konzepte für euch herausfischen. Also in diesem Sinne, bis denn. So, das hat schon mal nicht gut geklappt. Also ich habe wohl nur mich registriert, aber Tina nicht. Jetzt muss Tina nochmal die Registrierung nachbuchen hier am iPad, damit sie auch dieses unglaubliche Badge bekommt, damit wir mit euch auf diese Messe gehen können. Ladies and Gentlemen, wir haben uns entschieden, wir fahren mal nach Hause und breiten mal unsere Beute so ein bisschen aus für euch und bereiten das ein bisschen auf. Wir wollen ja Mehrwerte geben, ne? Also, wie ist denn dein Fazit von der Messe? Super viele Franchises. Franchises? Franchises. Und vor allen Dingen total viele Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe, dass das auch ein Franchise sein kann. Also, wir hatten natürlich die üblichen Verdächtigen dort, wie Burger King, 7-Eleven und all sowas. Sehr viel Food, aber auch eben Dinge, wo ich sage, da nehmen wir ein bisschen was mit, da sprechen wir mit den Leuten und holen uns ein paar Infos für euch. Genau, die seht ihr hier ausgebreitet. Also ich muss auch sagen, das war schon gut gemacht, ne? Ist jetzt keine Riesenmesse gewesen, ne? Und ob da wirklich 250 Anbieter waren, oh, weiß ich nicht. Es waren auch viele Dienstleister für Franchise-Unternehmen da, ne? Also die Software zur Verfügung stellen und sowas. Ne? Ja. Das mischte sich. Aber wir haben ein paar gute Gespräche gehabt. Ich blende jetzt im Laufe dieses Videos noch mal ein bisschen was ein, ne? Damit ihr so ein paar Eindrücke kriegt. Und wir quasseln einfach weiter. Ne? Also unsere Ansprache bei den Franchise-Anbietern war immer, hey, wir haben hier so einen kleinen YouTube-Kanal und unsere Zuschauer, also ihr, seid daran interessiert, was man denn machen kann, um zum Beispiel mit einem E2-Visum hier in die USA zu kommen. Ne? Und hast du mal so eine Bandbreite an Investments? Also das ist ja für E2, glaube ich, ganz wichtig, ne? Also wir haben heute mit Franchises gesprochen, die von 2000 Investment hingehen bis zu 1,5 Millionen Investment. Schnapper. Schnapper! Aber da kommen wir drauf zu sprechen. Also vielleicht gehen wir da ein bisschen strategisch vor. Ja. Du hast ja hier schon so ein bisschen vorsortiert, ne? Also fangen wir mal links oben an. Genau, fangen wir mit Food an. Ich habe zwar gerade gesagt, wow, Food, aber ich finde, wir haben ein paar Konzepte rausgesucht, die entweder neu sind oder vielversprechend geklungen haben für uns. Das erste, das ist das Vielversprechende. Wie heißt das? Good Sense? Good Sense. Good Sense. Hier, Good Sense. Genau. Was ist das? Die machen nicht nur Subs, sondern auch Pasta und Bowls und Salate dazu. Das heißt, stellt euch das... Ich erinnere mich dran. Ja, das war der erste, den wir der erste und der war super nett. Und er hat uns das so erklärt, das ist wie Subways mit Chipotle gemischt. Chipotle, wer das nicht kennt, ne, die haben so Bowls. Ne? Also genau. Gibt es in Deutschland nicht, ne? Chipotle? Chipotle? Gibt es in Deutschland nicht, ne? Keine Ahnung, nee, gibt es glaube ich in Deutschland nicht. Genau. Aber es ist auf jeden Fall Salat und Subs und Bowls und Kekse, Nachtisch. Ziemlich cool. Die Qualität sah anständig aus und es ist auf jeden Fall ein solides Business. Die Qualität sah auf den Bildern anständig aus. Okay, es ist ein solides Business, ja, finde ich. Allerdings fand ich das Investment ziemlich hoch mit, warte, ich habe das aufgeschrieben, 360.000 bis 540.000. Genau, also jetzt muss man ein bisschen differenzieren. Ne? Also wer sich mit Franchise-Business schon mal beschäftigt hat, der weiß immer, es gibt so eine Franchise-Fee, ne? Also wie so eine Eintrittsgebühr. Ne? Das ist so quasi der natürliche Filter von den Franchisors, wie es im Englischen heißt, ne? Also von den Franchisegebern, die liegt in der Regel immer so zwischen 30.000 und 50.000. Ne? So, das ist so die Eintrittsgebühr. Ne? Dafür kriegt man dann so ein Letter of Engagement, ne? Und kriegt dann so einen Franchise-Vertrag mit denen. Aber man verpflichtet sich dann halt, und das ist die Summe, die Tina gesagt hat, ne? Für ein Invest von 360.000 bis 540.000, jetzt in dem Fall von Good Sense hier. So wie ich das verstanden habe, muss man das nicht auf einmal investieren, ne? Aber man muss nachweisen, dass man die Summe hat. Ne? Oder
Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass man sagt, wie bei dem Golfding, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ne? Dass man sagt, du kannst das über 12 Jahre oder so investieren. Ne? Also das so ein bisschen dazu, das relativiert so ein bisschen die Summe. Ne? Also die wenigsten wollen, dass ihr das auf dem Konto habt. Wobei Burger King und 7-Eleven und wie sie alle heißen, ne, die wollen schon einen Kontoauszug von euch sehen, ne, wo das Geld frei verfügbar ist. Ne? Das war einmal so das magische Wording, ne? Das frei verfügbare Cash, was ihr zeigen müsst, um da überhaupt Franchise-Nehmer, Franchisee zu werden. Und Also die Frage, warum die Range zwischen 360 und 540, hat er damit begründet, je nachdem, wie groß euer Laden dann dafür ist. Wenn ihr einen größeren Laden habt mit mehr Sitzfläche, dann zahlt ihr natürlich auch viel mehr, weil da ist natürlich alles mit drin, ne? Das komplette Interieur, alles an Produkten fürs erste Jahr und ja, gut. Ist jetzt nicht mein Ding, ne? Also ich bin sowieso kein Food-Franchise-Typ, ne? Weil ich einfach so denke, boah, das ist so einfallslos. Ne? Aber weißt du, auch wie die sich präsentiert haben, der war ja wirklich nett. Ne? Also der kannte wirklich nett. Alles über seinen Franchise. Ne? Aber ich denke so, im Endeffekt ist es halt ein Sandwichladen. Ne? Ja. So, das ist nichts Innovatives. Ne? Aber gehen wir mal zu was Innovativen, weil wir haben ja... Ich dachte, jetzt kommt es zu Cookies. Aber können wir auch machen. Dann machen wir erstmal die Cookies. Also es sind keine Cookies, sondern Cookie Dough. Wir sind gerade im Essen. Also genau. Das ist hier Cookie Dough Bliss and Creamery. Cookie Dough Bliss and Creamery. Super lecker. Ich habe das deswegen mit aufgenommen, weil ich durfte das probieren und dachte nur so, oh, mega cool. Und die Tina ist sehr leicht zu beeinflussen. I know. Gibst du dir einen Cookie? Alles und easy. schon zack. Nein, aber die Chance, die ich sehe oder warum ich das mitgenommen habe, ist, es ist noch nicht so ein gesättigter Markt wie beispielsweise Subs oder Pizza. Der Cookie-Markt? Das ist kein Cookie-Markt, sondern Cookie Dough. Das heißt, das wird nicht der gebacken. Teig. Ja, genau, du isst den Teig. Alter, die verkaufen dir nicht fertige Cookies als Teig. Genau. Natürlich ist der Markt nicht fertig, weil das will keiner haben. Doch. Also ich glaube, unsere Kinder wollten das mal haben früher in der... Der Markt ist auf jeden Fall Da sind die zum Rewe gegangen und haben sich diese Cookie-Dough-Quatsch geholt. Genau, ne? richtig. Und die haben dafür schon in Deutschland super viel Geld ausgegeben. Ich glaube, so ein kleines Paket hat irgendwie damals schon 5 € gekostet. Deswegen glaube ich, der Markt ist da, wenn halt die Zielgruppe Gen Z ist. Das Gute ist ja, ist ein demokratischer Kanal. Wir können ja glauben, was wir wollen. Ich glaube, das ist Quatsch. Das ist so ein, weißt du, das ist so ein Highlight, das geht mal 2 Jahre, ne? Und dann hast du da so einen komischen Laden in Pink, ne? Und keiner will mehr Cookie Doughs haben. Vielleicht. Wie gesagt, wenn ihr das auch anders seht und ihr mehr Informationen haben wollt, wir haben von eigentlich wollte sie sagen, wenn ihr auf meiner Seite seid, dann schreibt das. Wir haben von jedem Franchise, mit dem wir gesprochen haben, überall Kontaktdaten und die geben wir euch gerne natürlich weiter, wenn ihr da irgendwie... Also ich kann auch mal den Link zu der Franchise Expo da stellen. Ne? Haben wir hier. Da ist ein Ausstellerverzeichnis, ne? Da können wir selbst mal durchgehen. Genau. Aber lass mal weitermachen. Ne? Was haben wir noch hier? Lass mal hier unten. Wir sind ja bei Food, ne? Ja, Food. Da habe ich ein bisschen gefilmt zu, also ich quatsch weiter und blende es dann ein. Ne? Also das nennt sich hier Pizza Drop. Pizza Drop. Und das finde ich super cool, weil das verbindet nämlich die neue Welt mit der alten Welt, quasi eine Vendormaschine für Pizza. 5-Minuten-Pizza und die schmeckt. In Deutschland heißt das ist ein Selbstbedienungsautomat für italienische Speise, keine Ahnung. Also das ist ein Pizzabox-Automat. Ne? Ja. Ich blende das ja mal ein. Da sind, was war da, 45? 45 Tage bleiben die Pizzen tiefgefroren da drin. Ne? Und dann müssen die wieder rausgenommen werden und weggeschmissen werden. Ne? Aber 45 Tage hat man Zeit. Ich weiß gar nicht, wie viel passen da rein. Oh, das hast du alles gefilmt. Ich habe es gefilmt, aber ich habe es nicht nachgezählt. Okay, das steht in den Informationen. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, lesen wir euch das nochmal irgendwie durch und geben euch alles, was ihr wollt. Also den gibt es auch erst die haben gesagt, die sind seit 2 Wochen eigentlich erst dabei, Franchise-Leute zu suchen. Genau, ne? das Proof of Concept hat funktioniert vor einem Jahr und dann haben sie es weiterentwickelt und jetzt legen sie los. Also das ist eine brandheiße Chance. Und was das Coole ist, gerade in Bezug auf E2, ist, dass es affordable ist. Ja, absolut. Also ja, affordable finde ich schon. Also, für E2? Ja, das ist nur die halbe Wahrheit. Ne? Weil du musst natürlich, also die Box sieht erstmal super aus. Ja. Das sieht total hochwertig aus. Ne? Das sieht nicht aus wie so ein alter Backes, ne? Sondern das ist hochmodern mit Touch-Display. Ne? Und die Pizza ist sehr gut. Sehr lecker. Wir haben die probiert. Also ist jetzt kein, würde ich sagen, wie vom Italiener. Ne? Aber ich sag mal, für so einen Automaten, ziemlich supi. gut. Der Franchise-Nehmer kann die Pizzapreise selbst bestimmen. Ne? Ja. Also das gibt der Franchise-Geber da nicht vor. Aber ihr müsst die Box halt kaufen. Ne? Das ist euer Invest. Ne? Also die supporten euch. Ne? Also die leben natürlich dann von den Wartungsverträgen. Die liefern euch die Pizza und warten dann die Maschinen. Aber ihr müsst die kaufen. Und eine Box kostet... $80.000.
Genau, und die haben momentan die Limitierung, dass man, wenn man neu wird, also neuer Franchise-Nehmer wird, dann kann man maximal 2 von den Automaten kaufen. Genau, pro Region. Pro Region. Und die 2 kosten dann 140.000 Dollar. Ne? Richtig. Also ein bisschen reduziert. Aber, und das finde ich auch noch toll, dieses Touch-Display, was André gerade gesagt hat, ist so groß, dass man das irgendwann, das hatte sie mir erzählt, als Werbefläche vermieten kann. Das heißt, ihr habt 2 Income-Streams. Einmal die Pizza und einmal Werbung, die ihr verkauft. Ja, absolut. Und ich glaube, das zieht schon. Ne? Finde ich Und auch. sie sagte, ja, guck mal, wenn man das zum Beispiel jetzt auf so Messen hinstellt oder was, wo ich denke, so, das geht gar nicht. Ne? Also klar, die haben es ja auch gemacht. Ne? Na klar. Stand ja auch auf einer Messe. Ne? Und dann kannst du halt einen anderen Preis nehmen. Ne? Das war das. Ne? Also normalerweise, sagt sie so, ist der Durchschnittspreis $15 oder was war da. Ne? Aber wenn du das natürlich in reiche Gegend hinstellst, ne, oder auf so Events, ne, dann kannst du halt auch mal 25, $30 für eine Pizza nehmen. Oder du stellst es halt, und das habe ich in dem Flyer da gelesen, vor Studentenwohnheimen. Dann oder kannst du nur $5 nehmen. Na, komm, also die Studenten hier, die haben dann schon Geld. Ach, Quatsch. Nein, aber das stand extra so. Also es gibt so viele Ideen und die unterstützen dich mit allem. Pizza Drop. Ich finde die Idee toll. Ich finde die auch gut. Also der Automat sieht halt klasse aus. Ne? Ja. Also der sieht ansprechend aus. Ne? Ja. Das macht schon Sinn. Du musst halt, also du bist dafür verantwortlich und das ist ja bei grundsätzlich allen Franchise so. Ne? Du musst die Location selber suchen. Genau. Ne? Also die sagen dir zwar, pass auf, du brauchst so und so viel Square Feet, ne? Irgendwie fürs Aufstellen oder für eine Halle oder was, ne? Aber du musst selbst suchen. Ne? Die unterstützen dich dann beim Vertrag und sowas, ne? Aber suchen musst du selber. So Und du kannst die auch Outdoor hinstellen, das ist nochmal extra $5.000 und dann geben sie dir sogar eine Outdoor-Box. Und das ist dann wiederum super attraktiv an dann Bushaltestellen. wasserfest, ne? Und, ja. Alright, was haben wir noch? Sport ist auch ein großer Trend gewesen. Sport fand ich super. Da haben wir euch zwei Ideen mitgebracht. Die eine ist natürlich und es geht nicht anders. Pickleball. Pickleball. Wer Pickleball nicht kennt, Pickleball ist erfunden worden für Leute, die keinen Bock auf Tennis haben, aber trotzdem sich bewegen wollen im Biergarten, ist meine Theorie. Weil du findest diese ganzen Pickleball-Courts einfach nur in irgendwelchen Biergärten mit angeschlossenem Zapfhahn. Pickleball macht super viel Spaß, ist langsamer als Tennis, ein bisschen kleiner als Tennis und ist von 8 bis 90 spielbar. Ja, es macht doch wirklich Spaß. Macht Und du schwitzt, super also es ist viel wirklich Spaß. Sport. Ja. Also ich will das jetzt, klar, du findest zwar die Courts überall, wo auch eine Theke ist, ne? Aber es gibt sogar eine Professional Pickleball League. Also die Amis machen ja immer alles sofort professional. Ne? Das ist schon irre. Also Pickleball. Ja. Und zwar haben wir hier rausgesucht, Dill Dinkers Pickleball. Und Dill fällt mir jetzt gerade auf, die machen immer alles mit Pickles, ne? Mit Gurke. Ja, Gurke wegen und Dill. Pickleball, ne? Ja. Was ein Schwachsinn. Ne? Was ein Schwachsinn. Also Aber wir haben ja auch hier bei uns in Austin die Pickle. Also hier ist das Logo. Ja. Genau. Also auf jeden Fall hier Investment habe ich aufgeschrieben, 328.000 bis 765.000 für 6 oder 12 Plätze und das fand ich super interessant, die sagen, wir haben 9 Income Streams. Also das klingt immer so, boah, ey, wie soll ich denn 328.000 Dollar auftreiben? Ne? Aber das relativiert sich, ne? Denn ihr kauft eigentlich ein fertiges Unternehmen. Ne? Genau. Also ihr braucht eigentlich nur den Standort für die Halle, ne? Und dann bauen die euch da 6 und 9, ne? 6 oder 12? 6 oder 12, 6 Plätze rein. Ne? Da kümmern die sich alle drum. Ne? Das ist halt ein Franchise-Konzept. Ne? Die stellen euch die Software dahin, ne? um das ganze Buchungsmanagement zu machen. Die bewerben das für euch. Ne? Also das ganze Sales fällt für euch weg. Ne? Und ihr müsst eigentlich nur das Ding betreiben. Ne? So, und ich gehe davon aus, dass wir nach 2 Jahren das Geld locker wieder, also so wie das hier boomt. Und die Leute, also deswegen, wir haben uns sehr lange mit denen unterhalten. Wir haben uns ein paar Fragen gestellt zu unserem Pickleball-Verhalten. Ist nämlich, was bezahlt ihr dafür? Und wir sind bereit, tatsächlich $20 irgendwie zahlen wir für die halbe Stunde oder so. Hier, wenn wir buchen, oder $20 die Stunde, irgendwie so. Dann fahren wir 40 Minuten momentan zu einem coolen Platz. Also du fährst hier schon rum. Das hat halt immer Vor- und Nachteile hier. Ne? Also der eine Platz, wo wir hier in der Nähe von unserem Hausbiergarten sind, der ist halt immer ausgebucht, weil der hat nur 2 Plätze, der ist Outdoor, ne? Das ist im Sommer schon mal ganz schwierig. Ne? Und der kostet $35 zur Primetime, also alles was PM ist. Die unterscheiden zwischen AM-Buchung und PM-Buchung. Also PM kostet dann 35, ich glaube das andere kostet 30 für eine Stunde. Ne? Ja. So im Sommer aber nicht spielbar, ne? Also da draußen. Das war jetzt schon herausfordernd bei 37 Grad. Genau. Aber was ich sagen wollte ist, das boomt extrem und ich glaube fest daran, dass das ein Business ist, was sich sehr, sehr schnell rechnen wird. Ja.
Also da war ein Franchise-Nehmer da mit dem blauen T-Shirt, mit dem hatten wir ja gesprochen. Der hat jetzt der hat sich hier 2 Plätze oder Regionen gesichert in San Antonio. Eins eröffnet im Januar, hat er gesagt, ne? Und eins im Mai, glaube ich, oder so. Ne? So, und er plant bis zu 10 zu kaufen. Ne? Das ist schon so, weil er rechnet einfach damit, das hat Riesenboom. Ne? Also San Antonio ist eine 2-Millionen-Metropole, ne? Also ist viel größer als Austin. Ne? Und ich glaube schon, das rechnet sich. Hat er gut gemacht. Ja, finde ich auch. Gehen wir weiter zum Sport. Dill Dinkers, genau. Für die auf dem Wunsch eines Einzelnen. Auf den Wunsch eines Einzelnen. Lieber Michael. Wir haben tatsächlich ein Golf-Franchise gefunden. Und zwar Golf VX. Es ist ein Indoor-Golf-Franchise-Konzept. Das heißt irgendwie, ja, ihr kennt das vielleicht, ne? Hast du so eine Leinwand und da gibt es eine Software, so ähnlich wie Topgolf, nur dass du halt nicht da ins Feld haust, sondern auf die Leinwand haust. Ne? Und das sieht schon sehr gut aus. Ne? Ja, sehr hell, sehr freundlich. Nicht so wie so eine Man's Cave, sondern wirklich schon irgendwie... Verdammt. Sondern wirklich freundlich, dass man da gerne sitzt, mit Freunden was trinkt, dabei Golf spielt. Eine schöne Sache. Und auch noch nicht so überlaufen, finde ich. Das ist eher was trenden wird. Genau, also du hast da auch verschiedene Optionen gehabt. Ne? Er sagte, du brauchst also mindestens 3 oder 6, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, 3 Abschlagsplätze war das Minimum. Ne? Nee, 6. 6 oder 12. Auch wieder 6, 12? 6, 12. Genau, also die haben halt die Software, die stellen dir alles dahin, die richten die Halle ein. Halle musst du selber finden. Ne? Die geben vor, wie viel Square Feet die Halle haben muss und wie hoch die sein muss. Ne? Ist natürlich doof, wenn das so eng ist. Ne? Und dann bauen die dir die Boxen da rein, kümmern sich ums ganze Interieur, um die Software, um die Wartung. Die handeln mit dir Verträge aus mit den Golfanbietern, ne? Also TaylorMade oder was auch immer da gibt, ne? Die dann da auch einen Shop betreiben können. Ne? Also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, dann abzuscalen mit dem Sales. Und das Investment geht los bei 500.000 und ab. 500.000 müsst ihr da einbringen und dann seid ihr hier Franchise-Nehmer von einem Indoor-Golfpark. Also ich fand es sehr gut, weil das wirklich mal nicht ganz so abgewrackt aussieht. Ja. Das sieht stylisch aus, das sieht modern aus, ne? Du fühlst dich wohl da. Sehr gut. Golf VX. Okay, dann haben wir jetzt noch 3 Konzepte mitgebracht, wo ich nicht auf die Idee gekommen bin, dass das ein Franchise sein könnte. Aber ist es. Fangen wir an mit einem der Trends, die wir entdeckt haben dort, ist Bildung. Viel kindliche... Bildung ist nie ein Trend, Bildung ist immer. Als Franchise, kindliche Bildung. Und eins, was mir wirklich gut gefallen hat, ist hier Brooklyn Robot Foundry. Die machen... Den Roboter haben wir gefilmt, ich blende ihn ein. Ja, die machen nämlich Kindergeburtstage und also Mobile, was ist das? Mobile Roboter bauen. Ne? Die fahren halt überall hin, wo man gerne was über Technik lernen möchte. Und das Spielmobil. Das Spielmobil, genau. Alter, das sind die Trends der 70er, die kommen wieder. Das Spielmobil, genau. Und du kannst hier halt so kleine Roboterchen bauen und fand ich total super süß. Ist auch sehr einfach eigentlich. Ne? Also super du brauchst einfach. jetzt keine super Skills dafür und musst nicht didaktisch super befähigt sein. Ne? Ist alles vorbereitet und total Investment, also mit allem drum und dran, mit Marketing, mit Leads. Die haben auch gesagt, wir haben die Leads, ihr fahrt irgendwie dahin. Das finde ich sehr wichtig. Ne? Also wenn ihr in ein Franchise investiert und die liefern euch quasi auch die Leads, also die Kunden, ne? Dann habt ihr schon mal viel gewonnen. Ne? Denn dann könnt ihr euch den ganzen Sales sparen. Ihr habt also ein Business, was sofort läuft. Und das für 90.000 bis 120.000. Alles inklusive. Keine Extrakosten Wir sollten mehr. eigentlich Werbekosten nehmen. Ne, für die Aber ich fand, das finde ich gut. Ich habe das Video ja schon gesehen. Irgendwie, ich fand es war leider super. in der Telco, als Tina mit denen gesprochen hat. Das macht einen schlanken Fuß. Also 90.000 bis 120.000 für Brooklyn Robot Foundry. So, what's next? Dann haben wir etwas, die haben uns gestoppt. Wir wären dran vorbeigelaufen, muss man Deutsche. ehrlich sagen. Oh, Deutsche, genau. Und die haben uns das so nice verkauft und so eine gute Idee, weil ich nie damit gerechnet habe, dass Küchenaufbereitungen, also Fronten austauschen, anstelle eines Küchenremodelings, ein Küchenreface. Und zwar heißen die Eat, Gather, Love. Mache ich mal Eat, hier. Gather, Love. Genau. Und EGL. Und die tauschen Küchenfronten aus und sparen so den Hausownern sehr, sehr viel Geld dabei, wenn sie eine neue Küche haben wollen. Fand ich cool, vor allen Dingen. Konzept. Also die sind wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, in Neuseeland gegründet? Ne? Nee, in UK gegründet und dann über Neuseeland und Australien irgendwann nach Amerika. Okay, und da versuchen sie es jetzt. Also die haben noch nichts hier, ne?
Doch, die haben schon ein paar. Ja. Ich glaube, die haben schon ein paar. Und die sind aber noch relativ früh hier, deswegen gute Chance und kosten auch nur 140.000. Genau, also ich habe mich ja gefragt, wofür brauche ich die? Ne? Also weißt du, ich habe mal Leads. so... Ja, Leads, aber ich Leads, denke... Marketing. Ja, aber wenn ich ein Franchise... Also ein Franchise ist für mich irgendwie, da sind Prozesse hinter und ich kann mich da einfach reinsetzen, ich kann das betreiben. Ne? Genau. So, die Frage ist aber, kann ich das nicht selber machen? Also ich frage mich immer, brauche ich die wirklich? Also wenn ich so ein Business aufmachen will, brauche ich die? Klar, dann muss ich erst mit den ganzen Herstellern verhandeln, ne? Und das liefern. Ne? Das haben die natürlich schon alles. Ne? Die Qualität ist ganz gut, ne? Das stimmt schon. Also du könntest hier alles selber machen. Du kannst selber eine Schuhe... Du kannst das Golf, wie soll das denn gehen? Na okay, das Golf nicht, aber hier, also ihr merkt schon, André mag diese Idee nicht so gerne. Ich mag die Idee sehr gerne. Nein, ich finde das Ergebnis gut. Also das ist falsch. Also ich finde das Ergebnis, was der uns gezeigt hat da, ne, irgendwie dieses Vorher-Nachher, das macht schon Sinn. Also bevor ich den ganzen Schrott hier aus der Küche rausreiße oder neue hinbaue, lasse ich die doch lieber hochwertig aufwerten. Ne? Absolut. Und der hat gesagt, das dauert 3 Wochen. Ne? Nein, ein Kitchen Remodel dauert 3 Wochen und das dauert maximal 3 die Tage. Fronten austauschen. Nee, aber ich meine das Komplettpaket. Also komplett... Nee, das stimmt nicht, was du gesagt hast. Die brauchen 3 Wochen, um die Fronten auszutauschen, um die Platten neu einzurichten und sowas, bis das da ist. So habe ich den verstanden. Okay. Du hast verstanden, dass die 3 Wochen für die Küche austauschen? Normalerweise dauert ein Kitchen Remodel 3 Wochen und du kannst die Küche nicht benutzen. Er sagte, das dauert 3 Tage maximal und du kannst die Küche benutzen. Was lernen wir wieder raus? Hör zu! Tina has always right. Ich war mit dem anderen Vogel im Gespräch. Letztes, was wir euch mitgebracht haben, was ich speziell finde, dass das als Franchise durchgeht, ist das Franchise, wie heißt es? Charge Foods. Und zwar sind das Automaten, wie ihr unten sehen könnt, Automaten, wo Powerbanks fürs Handy drin liegen. Und du kannst dir die dann ausleihen und dann legst du die wieder zurück. Kann man machen. Ich finde immer, ich sehe ja gerade die Visitenkarte von dem Vogel, ne? Die haben immer so geile Jobtitel, ne? So Partner Success Manager. Ja, genau. Nein, aber das ist halt wirklich extrem günstig. Von der kleinsten Maschine 2.000 bis zur größten Maschine 4.000, die man investieren kann und überall aufstellen kann. Also das ist sowas wie der neue Laundromat vielleicht, ne? Einfach hinstellen. Der neue Laundromat, hör mir mit dem Laundromat-Scheiß auf. Nein, aber weißt du, ich habe halt überlegt, wo ist da das Franchise? Das Franchise ist einfach darin, wir stellen Automaten auf und die sind halt fertig. Also, ich denke auch, also die Software, die dahinter steht vielleicht, ne, dass du das buchen kannst oder das muss ja Mitglied werden. Ich habe keine Ahnung, ne? Was kostet? Ich auch nicht. Sagte ich ja, 2.000 bis 4.000. Ist das E2-fähig? Ich glaube nicht. Wenn du 10 Automaten nimmst, bestimmt. Das stimmt. Wenn du 10 bis 15, 20 Automaten nimmst und die eine ganze Stadt mit abdeckst, dann ist es auf jeden Fall. Mitarbeiter dafür. Ja, und dann ist es E2-fähig. Deswegen haben wir es mitgenommen. Alright, ja, das war's. Also so, ich würde mal sagen, das Fazit ist, es gibt unglaublich viele Franchise-Möglichkeiten, wo man vielleicht gar nicht dran denkt. Ne? Darum können wir, glaube ich, schon empfehlen, mal zu so einer Messe zu gehen oder auch mal auf die Seite von Franchise-Anbietern. Es gibt auch so Franchise-Verbände, ne? Da einfach vielleicht mal durchgehen. Ne? Weil ich glaube schon, das ist also wenn man sich unsicher ist mit Neugründung und Markteintritt, ne? Dann ist Franchise, glaube ich, eine total gute Alternative. Ne? Denn die haben natürlich einen Proof, dass das funktioniert. Also jetzt bei den Pizzaautomaten bin ich ehrlich gesagt nicht sicher, ob das ein super Proof ist, wenn die mal 6 Monate getestet haben. Ne? Aber alle anderen, die sind ja schon im Markt. Ne? Die können also Zahlen vorweisen und das müsst ihr da auch machen, als wenn ihr ein Unternehmen kauft. Ne? Ihr müsst sagen, hier, gib mir mal die Zahlen. Ne? Was ist dann so ein durchschnittlicher Franchisee? Was verdient der so? Was macht der in Umsatz? Ne? Genau. Das kann man testen. Das kann man testen. Insgesamt würde ich aber trotzdem sagen, dass mir das Pizza-Ding mit am besten gefallen hat, weil das so innovativ ist. Ich finde es wirklich cool. Ich finde es mega cool und ich sehe da und einfach... Trotzdem wissen wir nicht, also wenn mich so ein Ding jetzt kauft, ne, dann weiß ich nicht, läuft das. Also wollen die Leute das? Würdest du für $16 eine Pizza im Automaten ziehen? Jetzt guck mal in Downtown, du stellst das Ding in Downtown hin, ne? Da gibt es, weiß nicht, 20 Pizzabuden, ja, aber ich stell das die rund um die Uhr aufhaben. Ja, aber ich hatte die Location. Also ich stelle das ja nicht ich stelle das ja nicht in Downtown hin, sondern ich stelle ja irgendwo hin, wo die Leute dann nachts irgendwann Hunger haben, aber da nichts ist. Dafür ist das. Und dann sind die tatsächlich bereit. Ne? Weißt du noch hier, als wir mal in dem einen Hotel waren, wo nichts drumherum war, da hätte ich das gerne mit gehabt. Wo war das denn? In Johnson City. Ja gut, da war wirklich nichts. So. Das war mitten im Outback. Okay, also auf jeden Fall
war eine gute Erfahrung. So, also wir haben einen guten Einblick gekriegt. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen was mitnehmen für euch. Und ich blende euch den Link mal zu dieser Franchise Expo ein. Die ist morgen auch noch, bringt euch jetzt nichts, ne? Weil wenn ich das Video ausstrahle, ist schon morgen. Ne? So, also auf jeden Fall hat es uns ein bisschen Spaß gemacht. Wir konnten ein bisschen plaudern, haben ein paar neue Ideen mitgenommen, ne? Und ja, sind gerne bereit, eure Fragen da wie immer zu beantworten. Und Kontakte herzustellen. Ne? Wir können euch immer die Visitenkarten abfotografieren und euch die schicken. Ja, können wir tun. Also die Tina fotografiert die Visitenkarten ab und schickt die euch gerne. Auf jeden Fall cool, dass ihr dabei seid. Ne? Das war mal wieder, ich glaube, ein bisschen anderes Video. Ne? So aus dem Leben und trotzdem irgendwie mit Business. Ne? So soll es sein, so wird es bleiben. In diesem Sinne, hochwertiges Publikum, es ist uns ein inneres Blumenpflücken, dass ihr dabei seid. Wir gehen Sonntag, also wenn ihr das seht, ist es morgen, aufs Mariah Carey Weihnachtskonzert und läuten die Weihnachtszeit ein. Ob wir da was filmen, ich glaube eher nicht. Ne? Aber wir sind schon dabei, uns die Weihnachtsmützen und die Weihnachtspullover rauszulegen. Mitte November ist egal. Ja, ihr Lieben, vielen lieben Dank. Folgt uns weiterhin so fleißig und wir sehen uns ganz bald im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.